Wir befinden uns hier auf dem Hamburger Bunker. Der Bunker ist 1942, 1943 im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Der Bunker hat bis zu 25.000 Menschen im Krieg auch Schutz geboten und ist natürlich damit ein historisches Gebäude, was auch eine schwere Vergangenheit hat. Dieser Vergangenheit stellen wir uns auch. Es gibt im Bestand ganz, ganz viele Mieterinnen und Mieter, die auch jetzt noch drin sind. Und wir sind dann oben drauf gesetzt worden. Wir befinden uns hier an einer ganz exponierten Stelle hier in Hamburg. Wir sind nämlich genau am Heiligen Geistfeld zwischen dem Karolinenviertel auf der einen Seite und St. Pauli auf der anderen Seite. Diesen Vibe der Stadt versuchen wir natürlich auch in alle unsere Angebote auf dem Bunker zu kriegen. Die Transformation dieses Bunkers ist einzigartig, ist sehr besonders, hat uns auch viele internationale Beachtung geschenkt und dazu verholfen, denn alleine die 20.000 Pflanzen, die oben auf dem Bunker draufgesetzt werden, haben eben nicht nur eine sehr nachhaltige und ökologische und CO2-reduzierende Wirkung, sondern haben uns auch ein bisschen zu der Benennung des grünen Bunkers verholfen. Man sieht es von der Ferne schon, der Bunker ist bunt, der Bunker ist grün. Über 20.000 Pflanzen sind hier oben eingesetzt worden, sodass er beispielsweise auch, was die Nachhaltigkeit anbelangt, was die CO2-Reduzierung in den Städten anbelangt, auch Bahnbrechendes geleistet hat und leistet. Bei den technischen Türen haben wir uns auf die Firma Teckentrupp verlassen. Das hatte auch gute Gründe. Zum einen wurde uns zugesagt, was auch eingehalten wurde, dass die vorbereitenden Arbeiten so sind, dass die Tür letzten Endes einfach hier nur hat eingesetzt werden können. Und zum anderen hat die Firma sich darauf eingelassen, ihre Tür unserem Designkonzept sozusagen anzupassen. Ob das die Farben sind, ob das die Ausführungen sind, sodass die Tür jetzt als natürlich notwendige, sicherheitsrelevante Einrichtung wahrgenommen wird, aber sich eben total gut in das Gesamtkonzept mit einfügt. Hier oben auf dem Bunker und somit natürlich auch in dem Hotel ist irgendwie nichts normal, es ist alles irgendwie besonders und das gilt im Übrigen auch für die sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie beispielsweise technische Türen. Es musste natürlich die Anforderungen an den Schallschutz, an den Rauchschutz, an den Brandschutz bedacht werden, aber eben auch das Aussehen war ganz wesentlich und da konnten wir uns mit der Firma Teckentrupp darauf verlassen, dass unsere Vorgaben umgesetzt wurden, was im Übrigen auch wirklich gut gelungen ist. Wir befinden uns ja hier im Reverb Hotel, Reverb bei Hard Rock. Das zeichnet natürlich unser Hotel ein bisschen aus. Also es läuft überall laute Musik, das wollen wir auch. Und wir wollen auch mit dem Innendesign ein bisschen uns abheben von anderen Hotels. Wir sind und bleiben halt der Bunker. Vom Design her versuchen wir zwei Dinge hinzubekommen. Das eine ist so ein bisschen dieses Industrie-Look, gleichzeitig aber auch doch ein schönes Zuhause auf Zeit unseren Gästen zu bieten. Und auf der anderen Seite viel, viel Fenster, denn wir befinden uns ja hier als Aufbau auf dem Bunker in einer gewissen Höhe, sodass man 360 Grad Hamburg genießen kann, wenn du dann aus dem Fenster schaust. Wer jetzt neugierig auf den Bunker geworden ist, der sei natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Der Bergpfad, das muss ich auch noch erwähnen, geht einmal komplett rum ums Haus, also 350 Stufen, dann ist man oben an dem Dachgarten. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Bunker zu besteigen und der dann noch so einen schönen Aufbau hat?